Der Hauptgrund, warum ich mich mit meiner Arbeit mit Klimawandel und Ozeanversauerung beschäftigen wollte, war, dass ich immer das Gefühl habe, dass man auch zur Lösung dieser Probleme beitragen sollte. Dass man untersucht, wie Ozeanversauerung marine Organismen beeinflussen könnte. Ich habe früher selber nicht so viel über Mikroorganismen nachgedacht, aber als ich dann angefangen habe, hier zu arbeiten, war ich sehr schnell davon begeistert, wie wichtig sie am Ende auch für das gesamte Ökosystem sind. Wenn die meisten Leute sich ein Riffökosystem vorstellen, denken sie wahrscheinlich eher nicht an die ganzen Mikroorganismen, die auf diesen Riffen leben. Aber Mikroorganismen sind sehr wichtig, um dieses Ökosystem Riff aufrechtzuerhalten. Riffe kommen in einem sehr nährstoffarmen Wasser vor und die Recyclingfunktion der Bakterien trägt maßgeblich dazu bei, dass dieses Riffökosystem funktionieren kann. Papua-Neuguinea ist ja Teil von diesem Korallendreieck im Südpazifik und in jeder Bucht und an der gesamten Küstenlinie hat man eigentlich wunderschöne Korallenriffe dort. Die Orte, an denen wir besonders interessiert waren, sind sogenannte Kohlendioxidquellen, weil durch das Gas, was aufsteigt, das Wasser dort lokal angesäuert wird, wie man es unter anderem unter Ozeanversauerung erwarten würde. Und an diesen Stellen sieht das Riff anders aus. Man hat weniger verzweigte Korallen, man hat mehr Seegraswiesen und auch größere Bereiche, die einfach nur von Sediment bedeckt sind. Wir sind dort an diesen Riffen tauchen gewesen und haben dann in dem Wasser, also in ungefähr 5 Metern Tiefe, Sedimentkerne genommen. Sedimentkerne, mehr oder weniger, ist das ein Zylinder, den man das Sediment sticht und wo man dann an Bord innerhalb des Sedimentmaterials einfach zum Beispiel die oberste Schicht abnimmt, um sie zu konservieren für die Arbeit im Labor. Der Großteil meiner Arbeit findet im Labor statt, wo ich mir die Mikroorganismen näher ansehen kann. Und zwar nicht mikroskopisch, denn dafür gibt es einfach viel zu viele unterschiedliche Arten, sondern basierend auf ihrem Erbgut, auf ihrer DNA. Und mir dann ansehe, welche unterschiedlichen Organismen ich in diesen Proben finde. Wenn ich mit den Daten arbeite, habe ich meistens einfach nur eine riesige Tabelle als Dateninput, wo ich sehe, welche Organismen kommen in welcher meiner Proben vor. Und im Computer kann man dann die Proben und die Ähnlichkeit der Proben beurteilen, basierend auf diesem mikrobiellen Fingerabdruck. Und dadurch sehe ich, ob es Muster gibt, zum Beispiel, dass bestimmte Proben, die von den Referenzstandorten stammen, eine andere Zusammensetzung haben als die Proben, die an den Kohlendioxidquellen gesammelt wurden. Meine Arbeit war Teil eines größeren Projektes an diesen Kohlendioxidquellen. Und wenn man versucht, aus den ganzen Erkenntnissen ein Bild zu formen, würde ich sagen, dass das Riffsystem an diesen Kohlendioxidquellen allgemein einen Trend zeigt zur Verarmung, dass man ein weniger artenreiches, ein weniger komplexes System dort findet. Der nächste Schritt ist natürlich davon ausgehend, Vermutungen anzustellen, inwieweit Riffökosysteme sich durch Ozeanversauerung und Klimawandel ändern können. Und obwohl ich mich die letzten Jahre damit beschäftigt habe, gibt es immer noch sehr, sehr viel, was wir nicht wissen. Und für mich wäre es sehr interessant, auch weiter an diesem Thema zu arbeiten und die letzten Aspekte noch aufklären zu können.